Wir sind hier bei dem, das ist in Erfurt nahe dem Helios-Klinikum. Das sind eigentlich schon der Campus von dem Helios-Klinikum. Und da sind jetzt, da ist das Atelier. Und hier ist natürlich alles gerade Baustelle, aber wir kennen einen geheimen Weg. Hier sollen die Erfurter Künstlerwerkstätten, das ist noch nicht bezogen, aber alles frisch renoviert, sollen die ganzen Künstler hier das Sagen haben in dem ganzen Gelände. Das wird aber auch Zeit, dass die Künstler das sagen und Künstlerinnen das Sagen haben. Jetzt gehen wir mal rein. Hallo Horst, hey. Hallo. wir haben uns ja vor einer Woche ungefähr gesprochen, ne? Und da habe ich einfach mal so an deine Ateliertür geklopft und da dachte ich schon, oh Mist, ich hätte eine Kamera dabei haben sollen und gleich schon ein bisschen mehr mit dir reden, was du hier eigentlich als Künstler in Erfurt an diesem Helios-Krankenhausgebäude, durch das wir da reingekommen sind, was du hier eigentlich den lieben langen Tag so machst, ja? Ja, ich warte immer mal, bis mir was passiert, dass ich gleich in der Nähe bin, um dort aufgenommen zu werden. Man fühlt sich sicherer so. Das Gefühl kenne ich, ja. Aber passieren wollen wir jetzt einfach mal nicht hoffen, auch in Corona-Zeiten nicht, ja. Aber als wir jetzt hier reingekommen sind, da habe ich mich total gefreut und gewundert, dass wir hier schon das Thema Covid, dass du das irgendwie anscheinend schon verarbeitet hast in deiner Kunst. Was würdest denn du, es sieht irgendwie aus, als würden da mehrere Leute da so stehen. Ich habe das in eine Figurengruppe auf so einen Protest gesetzt. Ich möchte ja auch so Zeichen setzen, also die Figuren als symbolische Zeichen setzen. Deswegen habe ich die auf so einen Protest, dass die Wucht, diese Kraft, dieses Zusammengeballtsein, auch diese Gefahr mit diesem Hintergrund, ja. dieses rosa-violett, dass es eigentlich diese Situation verstärkt herüberbringt. Und man sagt doch immer so, Künstler würden sich auch immer so selber zeichnen. Gibt es dich da irgendwo auf diesem... Rechts unten. Okay. Also das bist sozusagen du und irgendwie hast du noch das Telefon in der Hand. Glaubst du, du kannst da irgendwas oder irgendwen retten? Ich habe es versucht, aber es war mir nicht möglich. Okay. Was ich nämlich echt toll finde, ist, das kenne ich echt fast nur noch aus dem Kunstunterricht von früher, dass Künstler immer so eine Vorzeichnung machen. Also im Prinzip hast du das ganze ja schon einmal gezeichnet und dann hast du es noch gemalt. Und ja, und was ist denn das für eine Zeichnung? Oder? Das ist eine Rödelzeichnung. Rödelkreide auf Papier. Ja. Okay. Rötel erklärt auch diese rote Farbe. Das erklärt ja auch die rote Farbe. Das hat diesen rötlichen Ton. Ist eine Kreide. Okay. Kreidestift, mit dem sich eigentlich sehr gut zeichnen lässt. Also irgendwie sieht man auch, dass das ist zwar irgendwie auch schon sehr cool, aber gegenüber dem ist es ja auch noch nicht so ganz fertig, ne? Ja, weil es ist ja einfach noch ein Anfangsstadium. Also ich male jetzt diese Untermalung, das bedeutet, ich beginne mit Temperafarben den Grund zu setzen und arbeite dann mit Ölfarben. Also das sind die Temperafarben. Okay. Damit setze ich den Grund, also den Untergrund, und dann arbeite ich mit Ölfarben dann in Schichten, dann auf diese Temperafarben dann oben drauf. Okay. Dass aber diese Temperafarben unten durchschimmern, deswegen sind auch die Töne so relativ kräftig, dass die Untergründe durchschimmern und dann erreicht man so eine Tiefenwirkung, so eine Transparenz. Ah, okay. Und wie viele Schichten kommen jetzt auf dieses zum Beispiel noch oben drauf? So lange bis man sagt, jetzt ist es gut, jetzt habe ich die Wirkung erreicht, jetzt hier ist die Figur gut und dann macht man an der nächsten weiter und zum Schluss kommt das Gesamtbild, dass man guckt, dass man auch so diese Stimmung insgesamt, und das ist ganz wichtig mit diesem Hintergrund, Vordergrund, dass das auch von der Emotion her insgesamt
funktioniert, stimmt. Dass man davor sitzt und sagt, das ist jetzt das, was aus mir rausgeflossen ist. Das bin jetzt ich hier. Also du möchtest, dass wenn man das sieht, so eine bestimmte Emotion hat. Ja, natürlich, klar. Und was möchtest du bei diesem Bild? Was sollen die Leute da für eine Emotion haben am Schluss? Das weiß ich selber nicht. Ich fange einfach an zu malen. Das spürt man innerlich. Das ist wie bei, ich kann die Musiker verstehen, die dann so dastehen, Gitarre spielen, die wissen ja auch nicht, was, das kommt ja auch aus dem Gefühl. Sie kennen zwar die Noten, so wie ich die Formen kenne, aber zum Schluss ist die Emotion das Entscheidende, ob das nun klar rüberkommt oder nicht. Hier. Und darum muss man kämpfen, ringen, dass man den richtigen Ton letztendlich hier erwischt. Ringen, das hört sich ja fast so ein bisschen an wie so ein Ringkampf oder fast schon wie Krieg. Hast du manchmal so Situationen, wo du dich fast wie im Krieg im Atelier befindest? Ja, das ist ein Ring mit sich selbst. Das ist ein Ring um die Form, um die Aussage, die ganz, ganz wichtig ist. Was habe ich zu sagen? Habe ich überhaupt was zu sagen? Das Entscheidende, das eben dann überzeugend, emotional rüberzukriegen. Also nur das Rübermalen, das reicht noch nicht aus. Es muss auch die entsprechende, also dass man selber als emotionaler Mensch dahinter steht. Und dann wird es erst für andere glaubhaft. Wenn das nicht ist, man selber nicht emotional dahinter steht, nur irgendwas malt, hier, dann glauben das die anderen hier einen nicht, weil die andere Menschen spüren das, ob man ehrlich gewesen ist oder bei sich gewesen ist oder nicht. Wow. Also echt ganz was anderes als in der Mathematik, wo man das Ergebnis irgendwie Mathematik ist festlegen kann. Rechnen. Hier gibt es zwar auch solche Sachen, aber zum Schluss hier entscheidet hier das Gefühl darüber. Jetzt bin ich mal so ganz so frei und nehme diese schöne Zeichnung hier mal so ein bisschen, dass die Kamera das auch sieht. Ups. Also eigentlich, naja, sieht man doch hier schon denselben Bildaufbau von klein nach groß. Wenn ich ganz genau schaue, sehe ich hier auch diese Linien, die du hier gezogen hast, die ich hier auch schon wieder sehen kann. Das sind die Stufen. Und ganz genau stimmt es nicht. Also wenn du mal wenn du hier genauer hinguckst, wirst du sehen, dass die Figuren zum Beispiel unterschiedlich sitzen. Dass die hier sitzt, dass hier diese Teile dazwischen sind, die ich hier noch nicht diese Verkehrsstopper oder was das sind. Genau. Es sind schon so kleine, feine Unterschiede. Also das bedeutet, dass ich selbst, wenn ich so eine Zeichnung fertiggestellt habe, dass sich auf dem Gemälde das immer noch mal verändern kann. Wow. Das muss nicht so werden, wie es hier auf dieser Zeichnung ist. Deswegen habe ich statt dieser Strahler eben diese Teile als Begrenzung, um nochmal so eine Enge herzustellen. Das ist auch dieses Corona-Thema, was ich hier bearbeite. Das sieht man mal. Diese Verkehrskegel, das sind sozusagen Begrenzungen. Ich nenne dieses Bild Lockstep. Lockstep, so, das ist ja Englisch und dann würde man... Gleichschritt. Es geht aus diesem Rockefeller-Szenario, der Gleichschritt, ist, dass diese Grundidee inspiriert hat mich das am Domplatz, wo ich die Leute die Treppen raufgehen sehen habe. Und das hat mich inspiriert und dann kam ich auf die Idee, weil ich ja dieses Szenario kenne hier. Am Domplatz, diese große Treppe zum Dom hoch. Diese große. Stimmt. Ich verfremde das nur völlig hier, dass ich den Dom weglasse. Das wird noch so ein mystischer Hintergrund. Hier werden so Dampfen oder Nebelwolken und das wird mehr zu verfremden, als dass die Leute schon fast so verschwinden. Man sieht das hier schon so ein kleines bisschen angedeutet, das werde ich noch im Gemälde verstärken. Okay, jetzt würde ich aber auch noch mal sagen, also irgendwie musst du uns jetzt noch das Geheimnis erklären, wie das von klein nach groß. Also ich bin ja eine unheimliche Verehrerin von Zeichnung und ich finde ja das schon das Mega-Kunstwerk. Aber jetzt, dass du das dann so hoch vergrößert hast du das so frei Haus irgendwie gemacht? Es ist eigentlich frei Haus, aber ich messe eben natürlich auch. Ich messe zum Beispiel, wie viel mal die Figur hier reinpasst oder wie viel mal sie in die Höhe reinpasst. Das muss man mit einem Stift oder mit einem Pinsel
kann man das messen, dass man den Pinsel nimmt, hält hier so an, Ja. unten Fuß, Kopf und da guckt man, wie viel Mal passt die hier rein. Das sieht man, dass es fast zweimal, also über zweimal reinpasst. Oben fehlt noch ein Stückchen. Dasselbe kann man auch in die Breite machen, dass man guckt, wie viel Mal passt es in die Breite rein. Dann gehe ich zum rechten Fuß über und da sieht man, dass es fast dreimal reinpasst. Und so kann man das sich ermessen. Du machst ja auch sehr viel mit Figuren, ne? Also, und Ja. man sagt ja auch so, dass die Künstler in Ostdeutschland, dass die so mega geschult sind, auch in der künstlerischen Anatomie und so weiter. Und wo hast du das alles gelernt? Also, Ja, ich habe unglaublich viele Aktzeichen, sehr viele Aktzeichen hier mitgemacht, über viele Jahre hinweg. also kurze Erklärung, Aktzeichnen ist, wenn man, was ist das eigentlich? Also, Modell, da sitzen dann die Leute drum und zeichnen das Modell, das dann da sitzt hier. genau, also das nackte Modell könnte Genau, man sagen, genau. Mann oder Frau, und dann studiert man das so. Da studiert man das, aber das alleine reicht nicht aus. Man muss natürlich auch wissen, was man dann zeichnet. Das bedeutet, dass man sich mit dieser Anatomie auseinandersetzen muss. Hier gucken, wo sind die Knochen, wo ist die Muskulatur und welche Knochen dringen durch die Muskulatur durch, wenn der Körper sich bewegt und wie ziehen die Muskeln an. Das dauert Jahre eben, das eigentlich hier so beherrscht, auch vom Aktzeichen her. Das sind so ganz wichtige Grundsachen, um diese Muskulatur, um diese hier auch überzeugend zu zeichnen. Du weißt ja, wir sind ja hier so Kunstlehrerinnen, ja, und die Schüler können sich, also die denken ja bestimmt, boah, kann der gut malen und so, ja, und aber gibt es auch irgendwas, was die bei sich zu Hause, die haben ja jetzt gerade alle auch Online-Unterricht, was die bei sich zu Hause irgendwie mal alleine ausprobieren können? So. Ich kann dir nur empfehlen, vom Handy wegzugucken hier und sich irgendwie so was Kleines mal zu Hause hinzustellen. Eine einfache Sache, hier eine Frucht, eine Banane oder ein Apfel. Okay. Oder Hauptsache nicht ein Foto vom Apfel, sondern in Handy, sondern... Es ist immer besser, sich ein Originalobjekt hinzustellen, weil dann hat man schon mal diesen plastischen Umfang. Es ist immer besser, dass man, wenn man anfängt, erstmal vom Original arbeitet hier. Dass man sich was hinstellt. Oder wenn sie irgendwie so ein mega cooles Spielzeug haben, was nicht so schwer ist, sich hinstellen, abzeichnen, gucken, was das für eine Form hat. Das ist immer ganz wichtig, dass man sich mit der Form auseinandersetzt, dass man zum Beispiel sich sagt, ein Apfel hat eine Apfelform, eine Flasche, eine Zylinderform, dass man von diesen großen Formen lernt auszugehen. Also Apfel ist Kugel und Apfel dann ist Kugel, ja, ihr Zylinder ist zum Beispiel Flasche eine Flasche, ist Zylinder. Ihr Haus ist ein Quader, hier, dass man von diesen einfachen, sind die Grundprinzipien von einfachen Formen anfängt und sich die einfachen Formen erstmal mit Sachen, die nicht so schwer zu zeichnen und zu malen sind, damit erstmal anfängt zu arbeiten. Dann kann man sich immer mehr zutrauen und dann entwickelt sich das so langsam über die Zeit hinweg. Und das können die Schüler doch noch gern probieren. Okay, letzte Frage ist eigentlich jetzt in der Corona-Zeit ist ja auch echt schwer, zum Beispiel Künstler, die haben ja auch so schöne, man denkt immer so Ausstellungen oder gibt ja auch so Ausstellungseröffnungen, da kommen alle so zusammen und gucken so, ach, was hat der Künstler wohl gemalt? Und wie würdest du denn das jetzt sehen, diesen Atelierbesuch, der jetzt hier gefilmt wird und der vielleicht dann sogar öffentlich gezeigt wird? Wie stehst du dazu? Also ist das für dich jetzt auch eine neue Form vielleicht mal, deine Kunst zu zeigen? Oder wie findest du das? Wir probieren es einfach mal aus. Genau, also dann danke ich dir. Hey, das war voll gut.